Ja, hallihallo. Wir befinden uns bei Return to Monkey Island auf Stans Bazaar. Also ehemaligen Bazaar. Mittlerweile ist er geschlossen, weil Stan, wir haben es in der letzten Folge gesehen, er ist eingesperrt im Knast. Er möchte auch gar nicht raus, weil er geht ja auch ganz fest davon aus, dass er freigesprochen wird. Und ja, die Regel Nummer 1 im Gefängnis, keine Ausbruchsversuche. Wir haben es gelesen, deswegen, ja, es ist hier so ein bisschen verlassen, ein bisschen, ja, traurig und wir müssen uns weiter umschauen, wo wir denn noch hingehen können. Ausguck können wir nicht hin. Oder, ja doch, können wir schon hin. Ich gucke gerade mal, was noch Sinn macht eigentlich. Wir können tatsächlich nochmal zum Ausguck vielleicht gerade gucken. Hi again. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. So, kann ich I'm denn... thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Verkleiden. Stimmt, ich wollte ja, oder ich hatte ja beim letzten Mal angefangen gehabt, einfach mal so randommäßig zu versuchen, Sachen zu verbinden. Aber ich glaube... This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Ja, das glaube ich. Indem sie einfach nichts tut. I don't need to update this by hand. The game takes care of it for me. Gut, dass das ist. I've got a few coins for incidentals. Das Monocle werden wir jetzt auch gerade nicht brauchen. Aber wie schaut denn eigentlich die To-Do-Liste gerade aus? Also, Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Also dafür brauchen wir auf jeden Fall mal die Möglichkeit einer Verkleidung. Für den Mob müssen wir rausfinden, was wir da für einen Baum brauchen. Und alles weitere ist dann erstmal so später dann, ne? Hi there, little guy. Kann ich denn mit der Eule irgendwas tun? Kann ich den Frosch nach ihm werfen? Nein? Schrumpfkopf auch nicht nach ihm werfen? Könnt ihr das Messer an den anderen hier durchen? Nein, wollen wir natürlich nicht. So, okay, das heißt, hier wird's nix. Moment, halt. Verflixt. Ich wollte eigentlich nochmal zurück. Haben wir denn sonst noch was, wo ich noch gar nicht war? Der Wald zum Beispiel. Im Wald waren wir noch gar nicht. War da nicht mal früher... dieses Zirkus mit Mario und Luigi oder so? Das Schild lesen. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Oh je, jetzt wollen die mir auch noch eine Karte hier andrehen. Okay, dann werden wir das erstmal gerade noch nicht reingehen. Wir gucken mal, was da hinten noch ist. Was ist denn hier? Museum. Piratenkunde. Das ist doch das Haus von der Carla, das ehemalige. Genau, dafür brauchte man doch auch irgendwie so ein paar Kniffe in den alten Spielen, um daherzukommen. Oh, I used to love these when I was 6. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I Museum think they're für illegal now. Piratenkunde. Museum of Pirate Lore. So, das heißt, vielleicht kriegen wir da irgendwelche tollen Piratengegenstände. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ja, der Papagei gehört wahrscheinlich auch zum Inventar und vermutlich... Also er lebt auf jeden Fall noch. Es scheint auf jeden Fall kein altertümliches Museumsstück zu sein. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it.
Okay, mit dem müssen wir doch sicherlich was machen, früher oder später. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Yeah. Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Vielleicht finden wir hier ja heraus, was wir brauchen für die Carla, um uns dann bei der entschuldigen zu können, anhand dieses Frosches. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Das kommt mir nicht bekannt vor. Was Tell me ist das? about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Kann es auch sein, dass wir hier von dem Holz was bekommen könnten? Kaum museumstauglich. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Sie konnte wohl mit dem Messer nicht so gut umgehen, ne? Tell me again about the lady with the peg leg. That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare... Sadly... Okay, das hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, ob man... Auf eine Schlacke? Ich weiß gar nicht, ob man die Tastenbelegung umlegen kann. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, wenn man hier mit links klickt, dann weiter drückt, dass der Dialog dann auch übersprungen wird, der nächste Satz. That's a nice oar. The one with the coffin. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Du bist schon ein richtiger Profi zu sein. Also Sag und Ruder brauchen wir nicht mehr machen. Werden wir wahrscheinlich sowieso dieselben Dialoge bekommen. Was ist denn da? Eine Hakenhand. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here on Melee. Tell me again about the hook. That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Weiß ich nicht, war ich nicht so über den irgendwas? Ich glaube nicht. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. Spoiler That Alarm. would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Da haben wir eine Plakette. Eye patch worn by Captain John Laney, Oh, die the brauchen wir. pirate of 1,000 faces. Die brauchen wir. Die wird doch dann wieder so reaktiviert, glaube ich, ne? Von der Corinna. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ach komm, wir müssen irgendwie das Monokel auch noch verbessern. Dass das... The display case is locked. Ach was. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts.
Natürlich. Vielleicht sollten wir mal eine Kopie von Monkey Island 1 oder 2 oder wo immer das vorkam zum Spielen geben. Dann kann er sich da selber überzeugen, dass Guybrush das war. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Natürlich. Praktikanten. Die bezahlt man nicht. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Aber sie sagen noch gar nichts. So, vielleicht reden wir einfach mal so mit ihm. Ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Ja, weil er so ein grandioser Pirat in der Vergangenheit war. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ja, aber du erzählst darüber wieder falsche Geschichten dann. Ihr Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ist eins dieser Dinge wertvoll? Ja, die Augenklappe zum Beispiel. Und ein paar andere Sachen vielleicht ja auch noch. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Oh, ich weiß, wie wir den Papagei bestechen können. Die Schlossmacherin, die hat doch Cracker hier rumliegen. Aber da kriege ich ja keinen. Das heißt, da brauche ich auch wieder einen Plan, wie ich da hinkomme. Haben Sie Karten des Waldes hier? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ja, das müssen wir wohl auch noch machen für den Wald. Erzählen Sie mir von Ihren Newsletter? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. Verlängerung fürs dritte Bein vielleicht? I'd see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Dann schauen wir uns noch ein bisschen um. I'll have a look around. Please do. So, wo können wir denn eigentlich hin? Da hinten geht es mir auch noch mal raus. Da gibt es zum Lagerraum. Papageienfutter? Moment mal. Wieso liegt hier Papageienfutter rum? Das wird doch nie und nimmer funktionieren. Okay, wir werden erstmal wieder eine Quizfrage verkacken. Die schwafelt endlos von Ankern. Ankern, natürlich, klar. Oh Gott, das ist ja nur ein paar Folgen her, was sie für einen Monolog über den Anker da gehalten hat. Tada! Schön, endlich mal wieder was gelöst. It's cracker mix. Some assembly required. Okay, die nehmen wir mit, aber was machen wir denn damit? Especially fortified for the healthy parrot diet. Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Especially fortified for the healthy parrot diet. Das wird doch so nicht funktionieren, oder? Da muss ich dann noch irgendwas
Warte mal, halt. War da noch irgendwas? Müssen wir mal kurz gucken. Nee, ist glaube ich nicht mehr, ne? Genau, der Lagerraum ist ziemlich leer. Wir können nur noch rausgehen. Und... Ja, das wird so nicht funktionieren, dass ich jetzt hier den Papagei mit Papageienfutter fütter. It doesn't seem interested. Das dachte ich mir schon. Da werden wir wahrscheinlich irgendeinen Cracker dafür brauchen. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen vielleicht mal Richtung... Also Wald wird... Ja komm, wir gucken mal, was passiert im Wald. Oh, was flitzt denn da hinten für einer rum? Halt, nicht Wald verlassen, stopp, halt. Wir gehen in den Wald. Oder geht es gar nicht? Was sind denn noch? Die fleischfressende Pflanze ansehen. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Frosch da reinpacken? Nee. Gotcha, you pointy little Tracheophyte. Ah, das hat funktioniert. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Was machen wir denn mit dem Ding jetzt da? Also wir haben jetzt eine Fleisch... Wofür könnten wir die denn jetzt gebrauchen? Vielleicht beim Koch? Beim Koch vielleicht? Der hat ja so ein bisschen so Fleischzeug da rumliegen. Purple flowers. These must be lavender, or monkshood, or cyclamen. Ooh, purple flowers. These must be teasel, or alliums, or clematis. Entscheide ich mal irgendwann. Also, es kann nicht alles gleichzeitig sein. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Aha, das haben wir auch. Okay. It looks pretty and smells wonderful. Aber wir haben auch eine Quizkarte gefunden. Kurze Quizpause wieder. Die Abkürzung für die Marlies-Gobbert-Stiftung lautete... Oh Gott, das wird mir die Elaine sicherlich irgendwann sagen. Ich glaube, das weiß ich doch noch gar nicht. Wir gucken mal rein, was gibt es denn? Scab, oder? Scab. Nein, verflixt. Dann war Scab was anderes. Noch eine Quizkarte. Okay, dann können wir da gleich nochmal das Glück nochmal erneut strapazieren. Welcher Kuchen ist nicht Otis Lieblingskuchen? Oh Mann. Ein Krabbenkuchen vielleicht? Lass mich raten, wir haben... nee, ich habe keine Ahnung. Krabbenkuchen? Nee. Okay. Man merkt hier, glaube ich, dass die anderen Spiele schon zu lang her sind. Igitt, Pilze. Pilze? Das ist ein Geisterpilz. So sieht er aus. Not a chance. I can't stand mushrooms. Ach komm. Wenn wir den Pilz sonst was tun? Da was reinkippen? Nee. Die lila Blume auch nicht. Okay, da habe ich erstmal keinen Anhaltspunkt dafür. I'm hopelessly lost without a map. Ich will aber nochmal probieren. Lass mich nochmal entlang gehen hier. Ah, Moment, da ist nochmal eine Quizkarte. Jetzt sag nicht, dass es dieselbe ist. Wie viele toten Piraten befinden sich in dem verlassenen Lager auf Terror Island? Boah. Das muss ich mal kurz überlegen. Das könnte vom dritten Teil gewesen sein. Aber wenn, dann habe ich auch dann nur noch schemenhafte Erinnerungen. Wenn es dieses komische Haus da war. Keine Ahnung, 3? 3. Mal jetzt geraten. Gebe ich zu. I'm hopelessly lost without a map. Okay, gut, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir schauen mal in die obere Straße zum Kartenmacher und gucken mal, ob wir da irgendwie vielleicht eine Karte bekommen. Ups, das war wohl ein bisschen zu weit. Moment mal. Ich will aber auch nochmal wegen dem Cracker gucken. Hi there. Hello. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Moment mal, wenn das die letzten Crackers sind und wir hier so eine Bastelmischung haben. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want.
Don't mind if I do. Ha! Dann haben wir das nämlich schon mal. Da können wir den Papagei da hier vielleicht bezitzen. Und kommen damit ja dann vielleicht auch an was auch immer ran. Aber jetzt schauen wir erstmal wegen der Karte. Weil wir brauchen dann ja auch zumindest mal noch irgendwas, womit wir die Seriennummer lesen können von dem Schloss beim Papagei. Für die Augenklappe. Und da reicht das Monokel ja nicht aus. So. Habe ich bei dem schon alles? Ich denke schon, oder? Labyrinthkarte. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, ne? Die Kompassrose. So, was hätten wir denn sonst noch? Ja, ich glaube, wir reden einfach mal mit ihm. Hey, Wally. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bye. Okay, das heißt, wir brauchen diesen komischen Mob-Dings da. Also, beziehungsweise von dem Mob so ein Splitter. Das wäre in der Scum-Bar theoretisch. Auch da ist ja schon wieder eine Quizkarte. Dann vielleicht spawniert doch ja nochmal nach. Morgen Le Fly taucht zuerst auf in... Ja. Ja, ich habe keinen Plan. Ich weiß einfach mal Secret of Monkey Island. Das war's wohl nicht. Schade. Mal schauen, ob ich mir die Antworten, also die Antworten merken kann, falls die Karten tatsächlich irgendwann nochmal neu kommen. Nice hat pin. Bietet Creep. Nadel. Das ist doch, das ist doch hier zum Angeln, oder? Was ist denn mit der hier? What's that you're drinking? Large. Get lost. Okay, mit der kann man auch nicht spielen. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Jetzt wird es langsam, also ich sag ja, es wird langsam kompliziert jetzt, ja? Vor allem mit den ganzen Gegenständen, die wir haben. Mit dir hinten nochmal Are reden? you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Wir gehen nochmal in die Küche. So, der Koch ist ja auch noch da. Wir haben hier Maden. Können wir... Ne, nicht die Cracker. Die Cracker wollte ich nicht. Können wir mit dem Schwamm irgendwie auffischen oder so? How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Ne, okay, der hat nichts Neues. Der hat nichts Neues. Das sind nur so Erinnerungsdialoge. I'll see what I can find out. Thanks. The food is more exciting when you can smell the risk. Kann ich mit dem Cracker irgendwas anfangen? Die Holzmöwe, was hat die? Die muss doch auch irgendwas... Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Oh Gott, wir haben einfach so viele Gegenstände und ich habe jetzt echt so ein minimales Problem, dass ich jetzt nicht weiß, wie wir hier weiterkommen. Kann es sein, dass wir den Schwamm dann später für den Mob brauchen? Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das sieht mir irgendwie alles nicht so logisch aus gerade. Was kann ich denn hier mit der fleischfressenden Pflanze machen eventuell? Auch nichts. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Tja. Haben wir das halt das Problem, ne? Fancy. Mit der Kerze kann man da was machen? Hi, Cobb. You again? I know you. Ja, ich glaube, wir haben schon mal geredet in dem Spiel. Nice talking to you. Yeah. Waiter, I can't understand why this is taking so long.
Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Wo kriegen wir raus, was die Carla, wann die Carla oder wo die Carla was gemacht hat? Das wäre jetzt so das, was wir als erstes bräuchten. How clever. Hey, Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Ich bin nicht Guybrush. Kann ich auf dein Schiff, wenn ich meinen Namen ändere? can I be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Ja, doch fies. Also da brauchen wir auch tatsächlich die Verkleidung. So, wir haben ein Fass mit Grog. Können wir hier irgendwas? Keine Ahnung, das Fass anstechen? Vorräte. Schild ansehen. Vorräte. Vorräte. Die jetzt auf Anhieb echt nicht, wo es hier weitergeht. Hey, watch it! Moment mal. Warum ist da das Glas jetzt zerberstet? Guck mal. Hat der was rausgeschmissen vielleicht? Nee. Von wo aus ist es rausgeworfen worden? Ach, das ist nur eine Quizkarte. Moment mal. Wenn nichts geht, eine Quizkarte geht immer. Scurvy Island ist berühmt. Scurvy Island ist berühmt für einen Skorbut-Ausbruch? Nein? Schade. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo war denn das Fenster, wo jetzt was rausgekommen ist? Das ist blöd. Ach da, der Typ da hinten, der raushängt vielleicht? Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Geht es? Nee. Moment mal, die Corinna könnte doch was wissen über die Carla, oder? Nee, das war nur mit der Augenklappe. Nee. Never mind. I never do. Oberes Regal. Und wo ist eigentlich... Wir haben doch den einen, den Otis aus dem Gefängnis befreit. Der muss doch eigentlich auch noch irgendwo rumbollern. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Der muss doch auch noch irgendwo sein. Den haben wir bisher noch gar nicht gefunden auf der Insel. Ist sich vielleicht da hinten in der Gasse da versteckt? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, die Quizkarten tauchen immer wieder auf. Wie viele Steinaffen gibt es im dritten Ring? 3? 3 ist immer eine gute Antwort. 3, viele Sachen bestehen aus 3 Teilen. It seems to be stuck closed. Employees only. Was mache ich denn damit? Also mit dem Monokel kann ich auch nichts machen, ne? This key doesn't fit. Ja, das war mir schon klar. I don't see anything useful here. Ich sehe einfach gerade echt keinen Hinweis. Was ist denn mit der Dame hier oben? All keys are gold. It's the way of keys. Die hat auch nichts Wichtiges für mich, ne? Das ist der alte Gemischtwarenladen. Da waren wir ja auch schon. Ob wir da irgendwie... Aber der ist doch einfach... The Der ist note verkauft, says, ne? forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hey, kid! Kann ja mal versuchen, mit Stan nochmal zu reden. Vielleicht, dass der mir einen Hinweis gibt, wie ich an seine Zahnbürste komme. Hey, Stan! Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. Okay, das heißt, die Quest ist jetzt irgendwie fertig. Moment mal. Können wir den Schwamm hier vielleicht? Moment, das waren die Cracker. Nicht der Schwamm vielleicht irgendwie anfeuchten? Nee?
Die Spinne mag auch nicht gefressen werden. Music just makes you wanna tap your feet, doesn't it? Tja. Tja, wie kommen wir denn an eine Karte ran? Und in welcher Reihenfolge müssen wir das machen? Also den Cracker könnte ich natürlich jetzt... wir können nochmal... Genau, das machen wir jetzt nochmal schnell. Bevor wir die Folge hier zu Ende führen, geht es nochmal ganz schnell ins Museum und gucken, ob ich mit dem Cracker irgendwas tun kann. Ja, wo war das noch gleich? Im Museum. Genau. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. Alles klar, der Papagei ist erstmal beschäftigt. Das scheint ein sehr, sehr, sehr zäher Cracker zu sein. Mahlzeit. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, alright. But be careful. Guard parrots are attack trained. Okay, das mit dem Cracker funktioniert zumindest schon mal. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Richtig, so. Also, jetzt muss ich nochmal ganz kurz philosophieren. Wir gehen nochmal schnell auf die Karte, glaube ich. Wir gehen nochmal schnell auf die Karte, so. Wir haben das Haus der Gouverneurin. Da hinten kommen wir nicht hin. Das war damals, glaube ich, was war denn da? Da brauchte man diesen komischen, das Gummihuhn da. Diesen Enterhaken mit Gummihuhn. So. Ausguck werden wir, glaube ich, nichts finden. Werft kommen wir nicht weiter, weil zugenagelt. Unsere Straße wäre die Scamba. Da müssten wir irgendwie den Koch ablenken. Das würde wahrscheinlich gehen, wenn wir das Rezept von Carla hätten. Obere Straße. Ja, vielleicht ist das wirklich das nächste bei der Haus der Gouverneurin. Ne? Okay, Moment, ich gucke nochmal. Ich bin gerade nochmal neugierig. Müssen wir gerade nochmal machen. Ich mache jetzt einfach nochmal ganz kurz eine minimale Überlänge, weil ich jetzt echt... Große Buch der Schatzkarten. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Wir brauchen halt die Bücher, ne? The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Wo war die Gute denn? Wo war die Gute denn? Es kann doch nicht sein, dass ich das erraten muss. Das muss doch hier irgendwo stehen. Die Information muss ich doch irgendwo kriegen, wo die war. Die gute Carla. Okay. Nee, dann hilft uns das nicht weiter. Dann machen wir jetzt tatsächlich mal eine Stelle im Break. Ich muss mir da wirklich mal so ein bisschen den Kopf zerbrechen. Und wenn wir gar nicht weiterkommen, dann haben wir ja die Ingame-Hilfsfunktion ja auch noch. Aber ich möchte eigentlich vermeiden, dass ich die nutzen muss. Das wäre so ein Eingeständnis von, ja, Scheitern. Mag ich nicht. Okay, gut. Egal, soll es mal für heute gewesen sein. Wir haben immerhin die Cracker-Packung gegen Cracker eingetauscht. Also wenigstens das haben wir geschafft. Und ja, dann müssen wir mal überlegen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hoffentlich dann auch für mich mit besseren Ideen. Ja, und dann werden wir da hoffentlich schon irgendwie weiterkommen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.